Ach, mein Kopf. Wie war das nochmal? Ich kenne mich nicht mehr aus. 1, 2, 5, 6, 7. Die schaut mich an. Du schaut mich an. Was denken die anderen? Ich habe eh schon im Kurs geübt. Ich brauche nicht mehr zu Hause zu üben. Ich kann eh schon alles. Ja, diese Fehler kennen wir alle ziemlich gut. Passiert uns auch leider viel zu oft auch. Und von daher bin ich hier, um dir zu zeigen, dass diese Fehler ab heute sofort gelöst werden können. Zumindest als Anfang, damit du dich in Zukunft dran gewöhnen kannst. Somit herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Kommen wir zu den ersten häufigsten Fehler, was beim Tanzen passiert, und zwar den Takt verpassen. Was bedeutet das? Wir hören eine Musik, eine Melodie, ein bestimmter Takt und wir tanzen einfach irgendwie nicht verbunden mit der Musik, nicht verbunden mit dem Ort, nicht verbunden mit uns selbst, und das sorgt einfach dazu, dass sich irgendwas komisch anfühlt. Von daher empfehle ich dir, bei den ersten Fehler, den Takt verpassen, einfach auf die Musik zu hören, dich einfach zutraust, es loszulassen, dich einfach mit der Musik in Einklang befindest und du einfach deinen Körper automatisch fließen lässt. Bei mir ist es auch so, dass ich manchmal nicht Salsa Caleña höre, sondern irgendwas anderes und ich automatisch die Kenntnisse aus Salsa einfach in eine andere Musikrichtung mitfließen lasse. Dann entsteht irgendwas ganz anderes. Andere würden sagen, das ist komisch, doch ich selber fühle mich dann gut genug, sodass ich das Gefühl habe, dass ich wirklich im Einklang mit dem Takt bin. Also merkt ihr, den Takt fühlen, nicht mitdenken. Hier der Unterschied. Links siehst du, wie ich verloren bin, ohne den Takt zu fühlen, zu spüren, ohne mit dem Takt im Einklang zu sein. Wie verloren. Das klingt schon an meiner Stimme, gell? Und rechts siehst du, wie ich einfach mit dem Rhythmus eins bin. Und somit kommen wir auch zu den bereits halbwegs gesprochenen Fehler, und zwar zu viel denken. Was meinen wir damit? Wir tanzen irgendwo, wir sind auch irgendwo unterwegs und wir fangen an, viel zu denken. Ja? Das arme Gehirn, das arme Werkzeug hier verbraucht dann so viel Energie, dass du dann irgendwann das Gefühl hast, dass du zu müde bist. Eben darum, weil du zu viel denkst. Überleg mal, wie müde wir am Ende des Tages sein müssen, weil wir einfach zu viel gedacht haben, statt einfach zu fühlen, im Hier und Jetzt zu sein, mit deinem gesamten Körper bei der Sache zu sein. Weil was passiert danach? Du hast dann das Gefühl, dass du dich automatisch verbunden nicht nur mit der Musik fühlst, sondern auch mit den Menschen rund um dich und eben das Ganze viel stimmiger für dich ist. Und deswegen empfehle ich dir, lass dein Denken los und fokussiere dich einfach auf deine Gefühle. Links siehst du, wie sehr ich mit meinem Kopf beschäftigt bin, statt einfach hier den Körper die Arbeit zu lassen, indem ich mit dem Gefühl im Hier und Jetzt bin. Und rechts siehst du, dass ich einfach hier mit dem Gefühl bin. Übrigens, wenn du weiterhin Content über Salsa Caleña, Bewegung und Flow haben willst, dann abonniere gerne diesen Kanal, folge mir für weiteren Inhalt und viel Spaß noch heute beim Video. Dann kommen wir auch zu Fehler Nummer 3, was häufig passiert, und zwar sich mit anderen vergleichen. Wir kennen das alles nicht nur beim Tanzen, sondern auch irgendwo in der Arbeit, irgendwo bei einem anderen Hobby oder sogar wenn wir bei der Busstation stehen und uns mit anderen Leuten vergleichen. Überleg mal, jeder hat schon einmal bei Null angefangen. Wenn du einfach ab heute für ein Jahr lang Salsa übst, trainierst, dann wirst du dich in ein Jahr nicht mit deinen Nachbarn oder mit ein paar Freunden irgendwo vergleichen, sondern mit dir selbst.
ja, mit dir selbst. Du wirst dir dann denken, okay, ich war die Person vor einem Jahr so und so schlecht beim Tanzen, aber heute bin ich einfach die Person, die besser tanzt als mein Ich vor einem Jahr. Was passiert dadurch? Du bekommst mehr Motivation, weil du dir denkst, dass es funktionieren kann. Du vergleichst dich mit dir selbst, also sagst du, okay, dann vergleiche ich ab heute mich wieder mit mir selbst und werde in einem Jahr noch besser als heute. Und was passiert in einem Jahr? Dann passiert es wieder und wieder und wieder. Du vergleichst dich kontinuierlich mit dir selbst. Und das ist etwas, wo ich sagen würde, es ist extrem produktiv für dich selber, oder? Wenn wir einmal irgendwo tanzen gehen, dann kennen wir auch dieses Gefühl, boah, die schaut mich an, der schaut mich an oder ich schaue andere, der tanzt viel besser als ich und ich habe das Gefühl, dass ich schlechter bin und dann fühle ich mich schlecht und ich kann eh nichts und kennen wir alle, das ist menschlich, es kann ab und zu passieren, passiert mir auch, um ehrlich zu sein, aber dann denke ich mir wieder, okay, Christian, sei wieder hier und jetzt bei dir selbst. Das ist menschlich, dass du dich irgendwo verlieren kannst, aber hey, besinne dich wieder auf dich selbst, sei im Hier und Jetzt und genieß die Musik, die Party, die Leute um dich herum und denk dran, hey, ich erlebe gerade das schönste Gefühl meines Lebens und so ist es auch meistens, wenn man Salsa tanzt und deswegen ist das einfach nur schön, dich mit dir selber zu vergleichen, ja. Ja, das ist so, dass ich zu viele Leute anschaue, mich mit vielen Leuten vergleiche und das einfach schlecht ist. Und rechts siehst du, wie ich einfach mit mir, mit meinen Rahmen, mit mir selbst, mit der Musik einfach im Hier und Flow bin. Bei Fehler Nummer 4 siehst du, dass ich einfach das Gefühl habe, dass ich mich wie ein Stock bewege, wie ein kleiner Roboter. Also einfach mit 1, 2, 3, 5, 6, 7 oder beim Militär. Und rechts siehst du einfach, dass ich einfach in einem gewissen Fluss bin, dass ich einfach da das Gefühl habe, dass der Rhythmus, das Gefühl und der Einklang passt. Dann kommen wir zu dem 5. und letzten häufigsten Fehler, was passieren kann, und zwar du übst nur im Kurse. Ja, das ist für mich wirklich einer der häufigsten Fehler, weil es gibt Menschen, die gehen zu einem Salsa-Kurs, üben dafür 1,5 Stunden und ab nächsten Tag sind sie wieder die alte Person und üben nicht weiterhin kontinuierlich, sondern dann irgendwann, hey, ich kann eh schon Salsa tanzen, weil ich schon bei einem Kurs war. Aber mal ganz ehrlich, Leute, egal was du übst, was du lernst, was du trainierst, ja, übe weiterhin, damit du im Momentum bleibst, damit du intakt bleibst, damit du das Gefühl hast, dass du eh schon drinnen bist und nicht anders kannst. Ja, ich empfehle dir, im Momentum zu sein, dich dran zu gewöhnen, wenn du kochst, dich ein bisschen zu bewegen, wenn du gehst, dich ein bisschen zu bewegen und da mal ein paar coole Salsa-Moves zu machen. Oder wenn du gerade auf den Aufzug wartest, ja, dass du dich auch ein bisschen bewegst, ja, vorausgesetzt, es sieht dich eh keiner. Spaß. Und bei Fehler Nummer 5 siehst du links, dass ich einfach das Gefühl habe, dass ich alles vergessen habe, was ich gerade gelernt habe. Und rechts siehst du, dass ich so durchtrainiert bin, dass ich automatisch jeden Tag lerne. Und dann, ich habe im Kurs geübt und ich nehme mir vor, zu Hause und in der Freizeit zu üben, damit ich das perfektionieren kann. Und das Beste ist, das ist auch ein guter Beweis, dass mir das Spaß macht. Also übe ich das auf jeden Fall, Baby. Ja, liebe Leute, das waren für mich die 5 häufigsten Fehler, die passieren. Schreib mir gerne in den Kommentaren, welcher von diesen Fehlern bei dir am meisten passiert. Ich lese wirklich jedes Kommentar und freue mich, auch Feedback zu bekommen, damit ich auch in der Lage bin, besseren Content für euch vorzubereiten. Und freut mich echt, dass du dabei bist. Teile gerne dieses Video. Schreib mir gerne in den Kommentaren, was du davon findest.
mach ein Like, einen Daumen hoch, abonniere diesen Kanal, folge mir für weiteren Content, damit wir viele Leute erreichen, damit wir diese wunderschöne Richtung von Salsa Caleña hier im deutschsprachigen Raum bewegen. Ja, liebe Leute, danke dir auf jeden Fall. Échale picante y ciao.